Ich muss euch etwas gestehen. In letzter Zeit ist mir eine Veränderung an mir aufgefallen, die mir echt Sorgen macht. Und ich meine, wirklich Sorgen macht. Meine Aufmerksamkeitsspanne hat sich stark reduziert. Dinge, die mich früher interessiert haben, wie das Film, stressen mich mehr und mehr. Und das Schlimmste, mein Blick für das Schöne im Leben scheint irgendwie verloren zu sein. Und das, obwohl wir uns an den spektakulärsten und schönsten Orten Europas befinden. Ich habe viel an mir selber gezweifelt, aber mittlerweile glaube ich, das Problem gefunden zu haben. Ich habe mir gestern mal den Spaß gemacht und auf meinem Handy geguckt, wie viele Stunden ich eigentlich pro Tag auf meinem Handy verbringe. Da kam raus, dass ich in der letzten Woche im Durchschnitt 2 bis 3 Stunden vorm Handy gesessen bin. Das ist natürlich viel zu viel, weil ich ganz genau weiß, dass es nicht nur sinnvolle Sachen sind, wie Google Maps oder Wikipedia-Einträge. Und am Ende ist es weniger die Zeit, die ich vor dem Handy verbringe, die mir Angst macht, sondern vielmehr die Zeit, wo ich den Drang verspüre, ans Handy zu gehen. Mir wurde klar, dass sich etwas ändern musste. Um mir selber zu beweisen, dass ich auch noch ohne Handy zurechtkomme, werde ich diese Woche komplett auf mein Handy verzichten. Und die erste Angewohnheit, die ich mit dem Handy verbinde, ist mir auch schon gleich aufgefallen. Gleich nach dem Aufstehen gehe ich sofort ans Handy, checke die News und einfach wach zu werden. Und das ist die nächste Woche natürlich auch komplett verboten und untersagt. Ich muss mir einfach angewöhnen, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Ich bin gespannt, wie gut mir das gelingen wird. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so schnell schon triggern würde. Gerade einen halben Tag gestartet ohne Handy und ich bin die ganze Zeit dabei, irgendwie was zu suchen und ich muss mich selber konditionieren, nicht ans Handy zu gehen, was mir in den ersten Stunden schon wirklich schwerfällt. Und ich meine, schaut euch mal um. Wir sind an so einem tollen Strandabschnitt hier mitten in Spanien. Es ist super Wetter und ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich das nicht mit den Leuten teile, die online sind oder nicht hier jetzt an diesem Ort mit mir. Es ist total merkwürdig irgendwie, dass man eigentlich nie im Hier und Jetzt so wirklich ist, sondern immer versucht, noch mehr rauszuholen, indem man das mit seinen Leuten teilt, die irgendwo anders sind. Aber wenn ich mich hier so am Strand umgucke, habe ich nicht das Gefühl, dass ich der Einzige bin mit dem Handyproblem. Sehr viele sitzen hier einfach am Strand und gucken lieber auf ihr Smartphone als aufs Meer. Es ist echt verrückt, wie viele mittlerweile ein Smartphone haben. Nicht nur ich natürlich, auch 88% der anderen Deutschen besitzen ein Smartphone und daddeln da tagtäglich drauf rum. Und nicht nur die Anzahl der Menschen, die ein Smartphone haben, sondern auch das Nutzungsverhalten hat sich in den letzten Jahren wirklich drastisch geändert. So waren 2019 noch etwa 2,6 Stunden pro Tag, die wir vor unserem Smartphone verbracht haben. Und so sind es jetzt 2021 3,4 Stunden, die wir tagtäglich vor unserem Smartphone hängen. Es ist eine absurde Zahl, wirklich riesig, und das fasst mein Smartphone-Verhalten nochmal in einen ganz anderen Kontext, weil so bin ich eigentlich nur der Durchschnitt in Deutschland, der vom Smartphone hängt. Das ist echt verrückt und das gibt mir echt zu bedenken. Oh Mann, ey, ich merke erstmal, in wie vielen komischen Situationen man sein Handy benutzt und sich dessen gar nicht bewusst ist. Gerade wenn einem langweilig ist und man nichts anderes zu tun hat, ist der Reflex einfach da, sein Handy zu greifen. Das Gehirn braucht immer irgendwie ein bisschen was zu tun. Dadurch können wir aber unsere Sachen gar nicht mehr richtig verarbeiten. Schlafen auch irgendwie schlecht. Also ich habe in den ersten Tagen echt gemerkt, dass ich auch wieder besser schlafen kann.
wichtigste Botenstoff, der mit der Handynutzung in Verbindung gebracht wird, heißt Dopamin. Dopamin dient im Gehirn zur Kommunikation zwischen den Nervenzellen. In erster Linie sorgt Dopamin für positive Gefühlserlebnisse. Wenn wir beispielsweise Instagram benutzen und die ganzen schönen Bilder unser Gehirn fluten, steigt unser Dopaminspiegel. Wir fühlen uns glücklich und zufrieden. Senkt sich aber nach der Zeit der Dopaminspiegel wieder, wächst der Drang, wieder ans Smartphone zu gehen. Jetzt könnte man ja meinen, das ist nur eine doofe Angewohnheit, immer wieder an sein Handy zu gehen. Ein internationales Forschungsteam hat aber herausgefunden, dass die Botenstoffe, die ausgesendet werden und die neuralen Zusammenhänge, die dabei passieren, ähnlich zu Drogensüchtigen sind, wenn wir an unser Handy greifen. Das heißt, die chemische Reaktionen, die in unserem Kopf vorgehen, ähneln denen eines Drogensüchtigen, der gerade seine Droge konsumiert. Das ist echt verrückt, wenn man sich die Grafiken dazu mal genauer anguckt. Alle Quellen habe ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt euch das nochmal im Detail natürlich angucken. So, ich habe mir heute mal gedacht, bei dem wunderschönen Wetter arbeite ich mal lieber draußen. Und ich muss wirklich sagen, jetzt gerade wo es so dieses anspruchsvolle Projekt wie gerade diesem Videodreh geht, da merke ich schon, dass es echt Sinn macht, mal wirklich eine Zeit auf sein Handy zu verzichten, weil es lenkt einfach unglaublich oft und unglaublich viel ab. Wenn man echt jede paar Minuten irgendwelche Notifications bekommt oder auf irgendwelche Social-Media-Plattformen guckt, das lenkt unglaublich ab und stört natürlich völlig den Workflow. Ich habe ja auch Ablenkung, wie ihr es gerade hört, aber mit einem Handy ist es einfach nochmal was anderes, weil es einen wirklich auch mental dauernd ablenkt. Dieses Video hat im Übrigen sehr viel Zeit in der Aufnahme, Recherche und im Schnitt gebraucht. Wenn ihr euch ein bisschen erkenntlich zeigen wollt, dann lasst gerne ein Like da. Das gibt mir ein positives Feedback und es werden mehr Videos in dieser Art erscheinen. So, kurze Pause von der Arbeit, um mal zu verschnaufen und den Kopf frei zu bekommen. Ist ganz gut, wenn man was Kreatives macht, dass man sich nicht zu sehr fokussiert und auch mal eine Pause zwischendurch einlegen kann. Natürlich habe ich durch meinen Laptop immer wieder die Möglichkeiten, auf Social-Media-Plattformen oder auch auf die ganzen News-Kanäle und so weiter zu gucken und mir eigentlich dasselbe zu holen, was ich auch auf dem Handy bekommen würde. Ich versuche dem aber vorzubeugen, indem ich es einfach nicht mache. Da müsst ihr mir jetzt mal vertrauen. Es klappt mir ganz gut bisher, auch wenn ich merke, dass der Drang immer wieder da ist, auch auf dem Laptop dann einfach drauf zu gucken. Das Ding mit Social-Media-Kanälen ist ja, dass man nicht nur eine Menge Zeit drauf verschwendet, man vergleicht sich auch extrem viel miteinander. Da muss man schon echt aufpassen, dass sich das nicht negativ aufs Ego auswirkt. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich da rede. YouTube spammt einem mit Informationen, Statistiken und Analysen zu, nachdem man ein Video veröffentlicht hat. Und da fällt es natürlich sehr leicht, sich selbst mit anderen Content Creators zu vergleichen. Und das ist teilweise schon echt hart und man muss da echt gucken, dass man selbstbewusst seinen Stiefel fährt. Und am Ende ist es ja viel mehr als nur irgendwelche Zahlen und Statistiken, sondern es geht auch um Spaß, um die eigene Selbstverwirklichung und um die Qualität, die man abliefert. So, aber zurück zur Arbeit. Die Tage ohne Handys sind weiterhin echt eine Herausforderung für mich, muss ich sagen. Der Drang, ans Handy zu greifen, ist immer noch da. Er schwächt sich aber langsam ab. Es hilft irgendwie, das Ganze mit anderen Gewohnheiten auszufüllen, wie beispielsweise jetzt mit dem Sport machen und mal wieder joggen gehen. Und das tut einem auch wirklich gut, mal wieder
einfach einen klaren Kopf zu behalten, weil das ist wirklich eine Angewohnheit, die man ja schon immer ohne Handy gemacht hat und da fällt es einem natürlich am leichtesten, das auch weiterhin so zu tun. Und was ich auch merke, ist, dass man natürlich viel mehr Zeit wieder zur Verfügung hat. Ich habe es ja eingangs erwähnt, so ungefähr 3 Stunden am Tag habe ich mit dem Handy verbracht. Und die Ausrede, dass ich keine Zeit mehr für Sport oder sowas habe, die gibt es jetzt einfach nicht mehr. Jetzt kann man wirklich durchpowern und mal sich wieder auf die Sachen konzentrieren, die einen wirklich ausgleichen und die einen wirklich runterbringen. Ja, das Sportprogramm ist halt noch nicht beendet. Für heute habe ich mir noch was ganz Besonderes überlegt. Aber dafür müssen wir ein bisschen von unserem Platz wegfahren. Hey, ich merke, dass ich dringend wieder Sport machen muss. Ja, und nicht nur habe ich die Woche wieder Sport gemacht, ich habe auch ein neues Hobby für mich entdeckt. Wenn auch nicht ganz erfolgreich, muss ich sagen. So, die Woche ist echt arbeitsreich, aber ich muss sagen, ich komme ganz gut voran. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach 2,5 Stunden mehr Zeit am Tag zur Verfügung habe, die ich nicht vom Handy hänge. Aber auch so habe ich das Gefühl, dass meine Konzentration echt zugenommen hat und ich nicht mehr so sehr in den Gedanken hin und her hüpfe. Das ist auf jeden Fall ein starker Vorteil, den ich jetzt schon merke. Ich muss aber ganz fair sagen, dass das natürlich kein Allheilmittel ist. Also der Stress verschwindet nicht nur, weil man sein Handy weglegt. Aber man spürt schon eine Verbesserung und man merkt auch, dass man die Sachen irgendwie wieder mehr wahrnimmt und nicht immer ja, wie in so einem Dämmerzustand lebt. Für heute war es das aber erstmal mit Arbeiten. Oh Mann, ey, nervt mich richtig. Heute schön in den Arbeitsalltag gestartet und das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal so eine doofe Nachrichtenseite aufgemacht. Das habe ich natürlich auch versucht zu vermeiden, aber die Gewohnheit ist dann immer so stark und nach 10 Minuten ist mir erstmal aufgefallen, dass ich ja da erstmal was Verbotenes gemacht habe. Ja, doof. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber das ist wirklich gegen Gewohnheiten anzukämpfen. Das ist richtig, richtig schwer. Es ist richtig schwierig, da aus dieser Spirale rauszukommen und seine Gewohnheiten abzulegen. Echt nervig. Und das, obwohl die letzten Tage eigentlich echt gut ging, muss ich sagen. Aber man muss sich wirklich konstant daran erinnern, was man da gerade macht und dass man darauf verzichten möchte. Und es jetzt keinen Mehrwert für einen bietet, vor der Arbeit irgendwelche News sich reinzuziehen. Deswegen musste ich jetzt auch erstmal rausgehen und hier an unseren wunderschönen Vorgarten gehen, damit mir bewusst wird, ja, dass ich nicht wieder einfach in dieselben Muster fallen kann und einfach ja, wieder einen Kopf frei bekomme. Das Problem ist halt, man steht ja nicht jeden Tag am Meer und auch wir werden wieder an tristeren Orten stehen wie diesem hier. Da muss man sich echt Strategien einfallen lassen, nicht einfach wieder in diese Schleife reinzukommen. Ja, ein Vorteil des Experiments ist auf jeden Fall, dass man die Welt wieder mehr mit seinen eigenen Augen betrachtet und weniger über einen Bildschirm. Es ist echt grandios schön hier.
So, zurück zum Van. Ich muss echt noch ein bisschen arbeiten. Das Videoprojekt scheint mehr Energie von mir zu fordern, als ich es gedacht hätte. Deswegen muss ich jetzt noch mal ranklotzen und mich echt dazu zwingen, nicht auf irgendwelche Newsseiten oder Social-Media-Portale mich anzumelden. Arbeit ist da auf jeden Fall eine gute Ablenkung, würde ich sagen. Eine Sache kann ich euch definitiv empfehlen, falls ihr sowas auch mal machen wollt und ein bisschen damit struggelt. Sucht euch einfach irgendjemanden, den ihr mögt und verbringt viel Zeit draußen, geht einen Kaffee trinken. Geht an den Strand, verbringt die Zeit zusammen, habt einfach Spaß. So ist das Handy echt ganz schnell vergessen. Tage habe ich jetzt ohne Handy ausgehalten. Ja, mit welchen Gefühlen bin ich reingegangen? Ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Man ist so ans Handy gewöhnt, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man einen Tag alleine ohne verbringt. Und das ist auch irgendwie schon komisch genug, um das mal auszuprobieren, finde ich. Am Ende sollte man sich einfach nicht von irgendwelchen Gegenständen abhängig machen. Ja, anfangs bin ich, glaube ich, auch ganz gut reingestartet ins Experiment. Und die ersten 2 Tage fiel es mir, glaube ich, relativ leicht, einfach darauf zu verzichten, weil es erstmal eine gewohnte Abwechslung irgendwie war, sich nicht mehr mit dem Handy und auch mit den Social-Media-Druck beschäftigen zu müssen, nicht mehr auf irgendwelche Nachrichten die ganze Zeit zu gucken und dauernd antworten zu müssen. Das war echt eine willkommene Abwechslung. Jeder, der da mal diesen Druck verspürt hat, dauernd antworten zu müssen, der kann verstehen, was ich damit meine. Es ist auch irgendwie Fluch und Segen natürlich zugleich, dass man dauernd erreichbar ist. Gegen Mitte der Woche muss ich dann aber sagen, dass es mir dann schon echt teilweise wirklich schwer gefallen ist und ich wirklich auch den Drang verspürt habe, irgendwie Ablenkung zu bekommen. Ich glaube, es ist nicht mal die Nachrichten oder das Social Media, es ist einfach stumpf die Abwechslung, die man ab und zu sucht und braucht, oder einfach einen Schuss Unterhaltung in den wildesten Situationen, in dem man nicht mal drüber nachdenkt, dass man das Handy zu sich nimmt und da Sachen konsumiert. Irgendwie ist der Drang und der Körper schreit einfach so: Stopf mich voll mit irgendwelchen Nachrichten, es ist egal was, Hauptsache du machst irgendwas. Damit erstmal wieder bewusst umzugehen und das zu lernen, dass das nicht ständig und immer parat sein muss. Das ist nicht nur für einen selbst bewusst eine Entscheidung, auch unterbewusst für den Körper. Der muss sich da erstmal drauf einstellen, was da gerade mit einem passiert. Und es ist so echt, man merkt richtig, es ist, als ob man auf irgendein Lieblings-Junkfood verzichtet oder auch einfach mal auf Drogen wie Alkohol beispielsweise verzichtet. Wenn man einfach die Gelüste nach Bier beispielsweise hat und dann wirklich sagt, nee, ich mach das jetzt nicht, das fällt einem auch schon echt schwer, auch wenn es vielleicht nicht jeder als Sucht bezeichnen würde, aber es ist wirklich eine Überwindung, dann wirklich zu sagen, hey, ich verzichte da jetzt drauf. So, wie fällt nun mein Fazit von der Woche aus? Es ist natürlich
Ja, man muss sich da schon zu zwingen und es ist, glaube ich, auch für den einen oder anderen wäre es wirklich eine coole Erfahrung, das mal zu machen und das wirklich durchzuziehen, weil der Körper stellt sich um und man erlebt Sachen auch ein Stück weit wieder anders und bewusster und der Körper und der Kopf vor allem hat auch einfach mal Zeit, wieder sich abzuschalten. Die Zeit, in der wir nichts machen, den misst man einfach keinen Wert irgendwie bei, weil es einfach so gut wie nichts ist. Aber der Körper braucht das einfach. Um das Geschehene und das Wahrgenommene irgendwann mal zu verarbeiten, braucht er einfach die Zeit. Und zwischen ins Bett gehen, aufwachen und abends wieder ins Bett gehen, da ist einfach heutzutage nicht viel Zeit, um einfach mal nichts zu tun. Ich glaube, diese Erfahrung, das war wirklich die wichtigste für mich, dass man wirklich mal auch einfach eine stumpfe Zeit braucht, in der man nichts macht. Deswegen ist mein Fazit auch, relativ positiv von der Woche. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird, ob ich einfach wieder stumpf zum Handy greife und das alles wieder davor ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das bewusst wahrzunehmen, wann ich ans Handy greife und auch versuchen, bewusst wieder gegenzulenken. Es ist schon nicht leicht. Es ist nicht umsonst, sind die Forscher da wirklich dran, das weiter zu erforschen, welche Wechselreaktionen da im Kopf wirklich stattfinden und wie sich das auf unser Kopf auswirkt am Ende. Ich bin gespannt, zu welchen Entschlüssen die Forschung da in Zukunft noch kommen wird und wie man das in Zukunft einschätzen wird. Aktuell ist das Bewusstsein, glaube ich, noch nicht so weit da, dass man wirklich von einer Gefahr spricht, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es gibt bestimmt schon einige Therapien, die sich darauf spezialisieren. Die Zahlen sind auf jeden Fall alarmierend. Ich hatte es ja gesagt, von 2,6 auf 3,4 Stunden im Durchschnitt verbringt jeder Erwachsene am Tag vom Handy. Und das im Durchschnitt, das sind schon echt heftige Zahlen. Deswegen achtet mal drauf, inwieweit ihr mit eurem Handy umgeht, ob das noch gesund ist oder ob man da vielleicht mal einen Gang zurückschalten sollte. Für jeden, der neu auf dem Kanal ist, überlegt den Kanal zu abonnieren. Ich empfehle euch, falls ihr es noch nicht getan habt, auf jeden Fall mal unsere Roomtour zu schauen. Da zeigen wir euch unser rollendes Zuhause. Ach so, und die wichtigste Frage vielleicht von allen, will ich das Ganze nochmal machen? Ich weiß nicht.